Das ist der 7. Teil des Drohnenprojekts. Ich bin das Ding mittlerweile schon recht viel Mal geflogen. Häufig hier auf dem Feld, weil es ist relativ übersichtlich. Es hat ein paar Hindernisse, also so Bäume. Und es ist gross, also ich habe viel Platz zum Üben. Loopings und so weiter gehen schon gut. Was noch nicht so gut geht, glaube ich zumindest, ist, wenn es dann ein bisschen enger werden würde. Also in einer Halle oder was auch immer, in einem engen Raum wird es sicher schwieriger. Da habe ich noch genug Platz. Ich habe an der Drohne auch schon ein paar Sachen geändert. Zum Beispiel hatte ich hier am Anfang so einen orangen Antennenhalter drauf. Den habe ich mittlerweile entfernt, weil es einfach zu mühsam war. Jedes Mal, wenn ich abgestürzt bin, hat es mir die Antenne rausgezogen aus der Air Unit, weil alles so ein bisschen steif war. Jetzt habe ich das einfach behelfsmässig mit Kleppband gemacht. Geht viel besser. Jetzt kann ich es auch von Hand wieder reinmachen. Vorher musste ich zum Teil die Schrauben lösen, das Deckblatt wegnehmen. Recht umständlich gewesen. Der Till hat mir noch den Tipp gegeben, ich soll so einen Buzzer kaufen. Das habe ich gemacht und mit dem Flugcontroller verbunden, im Betaflight programmiert. Und jetzt eigentlich jedes Mal, wenn ich den Schalter umschalte, hier auf der Fernbedienung, fängt die Drohne an zu piepsen. Und das ist sehr nützlich, wenn es hier im höheren Gras. Zum Teil siehst du die Drohne nicht. Ich habe nämlich 10-15 Minuten lang gesucht, bis ich sie wieder gefunden habe. Was ich auch gemerkt habe, ist, die Drohne ist ein rechter Rasenmäher. Also wenn ich zu spät disarme bei einem Sturz oder bei der Landung, dann verfängt sich das ganze Gras da drin und es schneidet eigentlich alles da rein. Darum ist alles schön grün. Und ja, ich würde sagen, starten Sie doch mal.